Das Wetter war instabil und schwankte zwischen -18 Grad und dem Tau von gefrierendem Regen. In diesem kleinen Viertel schenkten die Menschen den streunenden Hunden, die durch die Straßen streiften, kaum Beachtung. Außer Bertha. Jede Nacht, wie ein Uhrwerk, wartete sie in der Nähe eines Hauses, geduldig in Erwartung der Ankunft einer vertrauten Gestalt mit Essen in der Hand. Bertha war zu einer einsamen Wächterin geworden, überlebte von den spärlichen Gaben einer freundlichen Seele, die über die Gleichgültigkeit des Viertels hinausblickte. Die Menschen in der Gegend, abgestumpft durch ihre eigenen Kämpfe, verschlossen die Augen vor dem Schicksal dieser verlassenen Tiere. Bertha war jedoch eine Ausnahme. Sie war eine ungewöhnlich edle Kreatur, die Selbstlosigkeit zeigte, die sie auszeichnete. Der Erzähler, getrieben von einem tiefen Mitgefühl, hatte Pläne, Bertha und ihre Freunde von den harten Straßen zu retten. Das Hotel, in dem der Erzähler Zuflucht für Tiere bot, hatte begrenzten Platz. Die alten Hunde mit ihren abgekämpften Körpern und Seelen brauchten einen warmen Ort zum Ausruhen, fern von der Kälte und Gleichgültigkeit der Welt. An einem schicksalhaften Morgen brach Bertha die Routine. Laut bellend vor dem Fenster des Erzählers verlangte sie Aufmerksamkeit, ihre Augen spiegelten eine Bitte um Hilfe wider. In Eile draußen angekommen, fand der Erzähler Bertha in einer Pfütze stehend, ihr Fell mit gefrorenen Schneeklumpen geschmückt. Zurück zu Hause, in der Eile, Bertha zu retten, konnte der Erzähler kein Halsband und keine Leine finden. Trotz des Rückschlags entwickelte sich eine überraschende Wendung. Bertha, als würde sie die unausgesprochene Einladung verstehen, betrat das Gebäude eifrig und identifizierte ohne zu zögern die Wohnung des Erzählers. Die Verbindung zwischen ihnen schien unausgesprochen, aber tief verstanden. Einmal drinnen überragte Berthas großer Körper den Eingang, aber es gab keinen Widerstand. Sie suchte sofort die Wärme der Wohnung, begrüßte die Mutter des Erzählers mit einer Pfote, die fast so groß wie eine menschliche Hand war. Ihre Kommunikation war klar, eine Bitte um Zuneigung, die mit sanften Kratzern hinter ihrem Ohr erwidert wurde. In einer rührenden Geste der Dankbarkeit lehnte Bertha das angebotene Essen und Wasser ab. Was sie wirklich begehrte, war Ruhe, ein tiefer, ungestörter Schlaf an einem Ort, der Stille und Wärme versprach. Mit einem warmen Handtuch trocknend, beobachteten der Erzähler und ihre Mutter, wie Bertha sich auf das Sofa legte und ein Spielzeug festhielt, ein Trostsymbol, mit dem sie nicht die Kraft hatte zu spielen. Die einsame Straßenhündin hatte nicht nur Unterschlupf gefunden, sondern auch ein Zuhause voller Liebe und Mitgefühl. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.